Heute verlassen wir diesen schönen Platz hier mit der tollen Aussicht, fahren jetzt weiter nach Zagreb. So, wir sind jetzt hier in Zagreb angekommen und schauen. Ja, und hier war dann auf einmal mein Mikro weg und das von Heike aktiv. Keine Ahnung, was die Pocket da gemacht hat. Ja, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, dass wir uns die Festung in Zagreb anschauen. Und ja, das seht ihr jetzt dann ja gleich. Das hier ist die Aussicht von oberhalb des Eingangsbereichs. Toller Ausblick hier. Sehen wir mal, wie gigantisch diese Mauern hier sind. Und diese Festung. Da war das Mikro auf einmal wieder weg. Ich wollte sagen, hier auf der anderen Seite der Mauer sieht man das westliche Gelände. Unter anderem das Museum, den Leuchtturm ganz hinten, ein Shop, ein paar Ruinenteile noch und rechts dann noch die Kapelle.
Überall stehen Warnschilder, dass man nicht zu nah an den Rand gehen sollte, wegen der Erosion. Die ganzen Klippenangler hier scheint es aber überhaupt nicht zu stören. Hier ist man ja doch einige Meter über dem Meer und trotzdem findet man hier lauter Muschelschalen. Also entweder werden die durch extrem hohe Wellen hochgespült oder sie werden alle von Möwen oder anderen Vögeln fallen gelassen. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, wie da frische Muschelschalen hier oben hinkommen. Falls ihr noch eine andere Erklärung habt, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare, das würde uns sehr interessieren. Die Kammer des Klangs, Chamber of Sound oder Vostomar, ist eine Installation entworfen vom Architekten Pancho Guedes auf dem Gelände der Festung. Man hört das Rauschen der Wellen des Ozeans durch ein natürliches Loch im Boden, wenn die Flut kommt. Werk zu sein. Und es scheint auch irgendwie so konstruiert zu sein, dass so irgendwie ein leichter Hall da ist. Ah, okay. Kann man nicht sehen, da unten ist wohl irgendwie ein Loch.
Schluss besuchten wir noch das Museum der Festung, in dem ihre Geschichte in einer ansprechenden Projektion präsentiert wird. Außerdem erfährt man viel über die portugiesische Seefahrt und den Handel. Gut, wir haben jetzt die Festung Sagres verlassen. Die 10 Euro Eintritt pro Person fanden wir was auf jeden Fall wert. Also es ist einfach ein tolles Gelände, gigantische Aussichten, die man da hat. Die Festung selber, die Mauer ist gigantisch. Und dann gibt es auch noch ein kleines Museum, wie ihr gesehen habt, wo multimedial, also sehr toll alles Mögliche dargestellt wird. Von praktisch, wie heißt es schön, Europa beginnt hier. Also geht es natürlich auch um dunklere Themen wie Kolonialisierung und Sklavenhandel, aber eben auch der Handel allgemein, den eben die Portugiesen betrieben haben. Und wie hat es dir so gefallen? Das alles, genau. Und ja, das Museum war sehr interessant. Vor allem die Videoinstallationen, die haben mir natürlich als Designerin sehr gefallen. Mal abgesehen von den bisschen dunklen Themen. Und was ich auch sehr interessant war, war natürlich die Flora und Fauna hier. Ne? Also Vögel, Vegetation. Das wurde hier alles auch sehr anschaulich dargestellt. Ja. So, und jetzt gehen wir mal, nachdem wir jetzt am südlichsten Punkt Portugals waren, erstmal zurück zu Mando und fahren weiter. Es hört sich so an, als würde in einem von diesen Notfall-Schleudersitz gleich los. So, nach einem langen Fahrtag sind wir jetzt endlich an unserem neuen Stellplatz hier in Sines angekommen. Ja, wir waren ja erst noch in der Festung von Sagres und dann hat die Fahrt hierher auch noch 2 Stunden gedauert und zwischendurch waren wir auch noch einkaufen. Die Straße war teilweise ziemlich mies. Das habt ihr ja vielleicht schon gesehen im Video. Ja, wir stehen hier neben Lost Place, wohl irgendwie ein altes Restaurant, wenn das Schild vorne an der Straße gestimmt hat. Aber das ist ja nicht das Beste hier, sondern ich zeige euch mal, wie wir stehen. Wir stehen hier. Und das ist unsere Aussicht aus dem Seitenfenster. Anders konnten wir es leider nicht hinstellen, weil sonst nicht gerade gestanden wären. Und Keile wollten wir jetzt nicht rausholen.
weil wir hier in Portugal so wenig Campingverhalten wie möglich zeigen möchten. Das ist am besten gar keins. Dann ist man vielleicht etwas sicherer. Ich hoffe, wir haben jetzt hier eine ruhige Nacht. Am besten natürlich 4 ruhige Nächte bis Montag, bis wir weiterfahren. Das wäre schon sehr genial. Und hier ist auch mal richtig Action jetzt im Atlantik. Dann bringen wir heute bei schönstem Wetter, 25 Grad, auch endlich mal unseren nächsten Aufkleber an hier für Portugal. Das habe ich schon die ganze Zeit vergessen. Und dann gesagt, da müssen wir morgen endlich mal machen. Ja, fast perfekt. Fast gerade. Am 29.03. durften wir dann an diesem Stellplatz noch ein besonderes Spektakel beobachten, nämlich die partielle Sonnenfinsternis über Europa. Und mit diesen tollen Drohnenaufnahmen beenden wir das heutige Video. Ein Hinweis in eigener Sache, wir werden vom 19. bis 22.06. in Bad Kissingen auf der Abenteuer- und Allrad sein. Also wenn ihr Lust habt, mal mit uns zu quatschen, dann schaut doch gerne auf dem Campground vorbei. Details gibt es dann auf Mastodon. Wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar da lasst. Vielen Dank. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.